Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Seit Tausenden von Jahren stehen die großen Pyramiden von Gizeh wie Wächter einer vergessenen Vergangenheit, majestätisch, geheimnisvoll und verblüffend still. Was aber, wenn sie nie nur Königsgräber waren, sondern einen Zweck erfüllten, den wir völlig übersehen haben? Als KI-gestützte LiDAR-Scans seltsame, gleichmäßige Formen unter dem Sand aufzeigten, waren die Forscher verblüfft. Säulenartige Strukturen, perfekt ausgerichtet und unheimlich durchdacht. Stehen wir kurz davor, ein uraltes System zu entschlüsseln, das so fortschrittlich ist, dass es sogar unser modernes Verständnis übertrifft. Lassen Sie uns in die neuesten Enthüllungen eintauchen, die unsere Sichtweise auf eines der größten Wunder der Geschichte verändern könnten. Das Verständnis des Gizeh-Plateaus. Wenn die meisten Menschen die Pyramiden von Gizeh betrachten, sehen sie massive Steinmonumente, die sich aus der Wüste erheben, uralt, ehrfurchtgebietend und zeitlos. Doch hinter ihren ikonischen Silhouetten verbirgt sich eine sorgfältig inszenierte Geschichte von Macht, Glauben und Präzision. Der allgemeinen Geschichtsschreibung zufolge wurden die Pyramiden vor über 4500 Jahren während des Alten Reichs in Ägypten, insbesondere in der 4. Dynastie, erbaut. Pharao Cheops begann dieses kolossale Erbe mit dem, was wir heute die Große Pyramide nennen. Seine Nachfolger, Khafre und Menkaure, folgten diesem Beispiel und schufen das Trio, das noch heute das Gizeh-Plateau dominiert. Aber es handelte sich nicht nur um einzelne Bauwerke, sie waren Teil von weitläufigen Komplexen, die sich vom Nilufer bis zum Fuß der Wüste erstreckten. Stellen Sie sich das vor, Prozessionswege, die große Tempel miteinander verbinden, kleinere Pyramiden für Königinnen und königliche Verwandte und Verwaltungsgebäude, in denen ein reges Treiben herrscht. Dies war keine kleine Operation. Es gibt Hinweise darauf, dass ganze Gemeinschaften von Facharbeitern in der Nähe lebten, unterstützt von einem ausgeklügelten Versorgungssystem. Archäologen haben alles von Lebensmittelbehältern bis hin zu Kupferwerkzeugen freigelegt, was auf eine gut organisierte, staatlich geförderte Bautätigkeit von atemberaubendem Ausmaß hindeutet. Doch die Pyramiden waren mehr als nur architektonische Wunderwerke. In den Augen der alten Ägypter waren sie kosmische Startrampen, Brücken zwischen der Erde und dem Göttlichen. Jeder Block, jede Kammer und jeder Korridor war Teil eines spirituellen Plans, der die Seele des Pharaos über diese Welt hinaus in die Ewigkeit führen sollte. Waren die Pyramiden also einfach nur Gräber? Oder waren sie etwas viel Größeres, physischer Ausdruck der tiefsten Überzeugungen und technologischen Fähigkeiten einer Zivilisation? Schauen wir uns genauer an, wie die alten Ägypter Stein in eine Treppe zu den Sternen verwandelten. Seit Jahrhunderten stehen die Pyramiden von Gizeh als majestätische Monumente da. Ihre hoch aufragende Präsenz ist ein Symbol antiker Genialität. Doch was, wenn ihre Geschichte viel tiefer geht, im wahrsten Sinne des Wortes? Alte Inschriften sprechen von Gebeten, Opfergaben und Ritualen, die die Seele über das Leben hinaus leiten sollen, was darauf hindeutet, dass diese Bauwerke mehr als nur Gräber waren. Sie waren spirituelle Maschinen für das Leben nach dem Tod, die von Priestern noch lange nach dem Tod der Pharaonen instand gehalten wurden. Im Laufe der Zeit wurden die strahlend weißen Verkleidungssteine, die die große Cheops-Pyramide einst in der Sonne schimmern ließen, abgetragen. Und viele der umliegenden Tempel und Dammwege verfielen oder wurden umfunktioniert. Dennoch ist es Archäologen gelungen, einen Großteil der ursprünglichen Anlage zu rekonstruieren. Ein großartiger Entwurf, der das Leben aus dem Nil direkt in einen Komplex mit heiligem Zweck leitete. Bis vor kurzem glaubten die Experten, die Geheimnisse von Gizeh lägen alle oberirdisch. Es waren zwar einige kurze Tunnel und Schächte bekannt, aber nichts, was auf eine umfangreiche unterirdische Architektur schließen ließ. Diese Annahme wird nun auf den Kopf gestellt. Mit Hilfe moderner Scan-Technologien decken Forscher Beweise für tiefe Brunnen und massive Steinblöcke auf, die unter der Oberfläche vergraben sind, und stellen damit lang gehegte Annahmen in Frage. Noch überraschender ist jedoch, wie diese Leistungen vollbracht wurden. Die Werkzeuge sind einfach Kupfermeißel, Schlagsteine, Schlitten. Aber in den Händen von gut organisierten, erfahrenen Teams konnten selbst die einfachsten Instrumente erstaunliche Ergebnisse erzielen. Diese neuen Beweise deuten auf ein bisher unterschätztes Maß an unterirdischer Handwerkskunst hin. Spezialisten, die unter der Oberfläche genauso geschickt waren wie über der Oberfläche. Könnte dies das fehlende Glied in unserem Verständnis des Pyramidenbaus sein? Je tiefer wir schauen,
desto unglaublicher wird die Geschichte. Radar Doppler Tomography. Archäologische Studien haben sich oft auf bewährte Techniken wie Ausgrabungen, Epigraphy, das Studium von Inschriften und vergleichende Analysen des Baustils gestützt. Diese Methoden sind zwar nach wie vor unverzichtbar, doch die Suche nach verborgenen Merkmalen innerhalb von gewaltigen Bauwerken wie den Pyramiden von Gizeh erforderte eine Weiterentwicklung der Untersuchungsinstrumente. In den letzten Jahrzehnten hat die Entwicklung der nicht-invasiven Bildgebung unsere Möglichkeiten zur Untersuchung von Städten revolutioniert, ohne auf invasive Grabungen zurückgreifen zu müssen, die wertvolles Erbe beschädigen könnten. Innerhalb des Arsenals moderner archäologischer Methoden hat sich die Radar-Doppler-Tomographie als besonders geeignet erwiesen, die verborgenen Komplexe von Gizeh zu enthüllen. Herkömmliches Bodenradar sendet zwar elektromagnetische Wellen aus und fängt Reflexionen ein, aber auf Doppler basierende Verfahren nutzen geringfügige Umweltschwingungen, wie mikroseismische Erschütterungen, um genauere Daten zu gewinnen. Im Wesentlichen interagieren die Radarsignale mit diesen Schwingungen und durch Variationen ihrer Frequenz können Dichteveränderungen oder Formen deutlicher herausgestellt werden. In Gizeh konnten die Experten auf diese Weise die Signatur der brunnenähnlichen Strukturen vom umgebenden geologischen Rauschen isolieren. Ältere Generationen von Radargeräten hatten Schwierigkeiten, Hunderte von Metern Kalkstein zu durchdringen, insbesondere wenn die Schichten unterschiedlich dick oder unterschiedlich zusammengesetzt waren. Im Gegensatz dazu macht sich die Dopplertomographie die natürliche Bewegung der Erdkruste zunutze. Diese Mikrovibrationen durchdringen das Gestein mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Winkeln, und das Radar nimmt winzige Frequenzverschiebungen auf, die mit Öffnungen oder strukturellen Grenzen korrelieren. Die Forscher verarbeiten die Rohdaten mit Hilfe einer komplexen Software und erstellen dreidimensionale Bilder oder volumetrische Schnitte des Unterbodens des Plateaus. Jede Schicht entspricht einer bestimmten Tiefe und zeigt horizontale und vertikale Profile an. Wenn ein bestimmter Tiefenschnitt mehrere kreisförmige Muster sowohl im vertikalen als auch im horizontalen Querschnitt zeigt, werden diese als zylindrischer Brunnen interpretiert. In einigen Bereichen enthüllten die Daten spiralförmige Bahnen, die sich an den Innenwänden der Bohrlöcher entlangziehen, ein Detail, das ein einfacher Scan wahrscheinlich nicht erfassen würde. Ein weiterer Durchbruch bei der Radar-Doppler-Tomographie ist die Fähigkeit, zwischen natürlichen Gesteinsrissen und absichtlich geschaffenen Merkmalen zu unterscheiden. Natürliche Risse bilden oft unregelmäßige Formen, während von Menschenhand geschaffene Konstruktionen glattere oder geometrischere Umrisse aufweisen. Durch den Vergleich von Querschnitten aus verschiedenen Blickwinkeln können die Archäologen bestätigen, dass diese Brunnen über große Tiefen hinweg einen gleichbleibenden Durchmesser aufweisen, was mit ziemlicher Sicherheit auf eine künstliche Herkunft hinweist. Die beobachteten Ecken und Kanten sind ebenfalls schärfer, als es die normale Verwitterung oder Wassererosion vermuten lässt. Die Entdeckung von unterirdischen Strukturen. Jüngste Mehrwinkelscans mit modernster Radartomographie haben eindeutig gezeigt, dass sich große vertikale zylindrische Brunnen tief unter dem Fundament der großen Pyramide erstrecken. Jeder Brunnen hat einen gleichmäßig kreisförmigen Querschnitt und verläuft auf einer nahezu vertikalen Achse nach unten. Frühe Scans identifizierten mindestens 8 solcher Brunnen, die in parallelen Reihen angeordnet sind. Detailliertere Daten bestätigen, dass diese Formationen einen Durchmesser von etwa 4 bis 5 Metern haben und bis in eine Tiefe von fast 600 Metern abfallen, wobei die genauen Endpunkte je nach Felskontur variieren. Unterhalb dieser Brunnen oder möglicherweise in ihren unteren Abschnitten befinden sich massive, kubisch anmutende Steinblöcke mit einem Durchmesser von jeweils etwa 80 Metern. Die tomografischen Aufnahmen zeigen Kanten und Winkel, die deutlich von den natürlichen Gesteinsformationen abweichen. Diese massiven Blöcke stimmen mit den Enden der Bohrlöcher überein, was bedeutet, dass sie durch diese geometrischen Strukturen abgedeckt oder verankert sind. Einige Abschnitte der Daten zeigen auch das Vorhandensein einer aufsteigenden spiralförmigen Rampe oder eines Pfades, der sich an den Innenwänden des Bohrlochs entlangzieht, was durch subtile Dichteschwankungen angezeigt wird. Die Kontinuität der Rampe lässt vermuten, dass sie den Zugang oder den Transport zwischen verschiedenen Tiefen ermöglicht hat. Diese Schächte und Blöcke sind keine Kuriositäten, sondern bilden eine koordinierte Anordnung, die der Gesamtgeometrie der Pyramide über der Erde entspricht. Analysten haben festgestellt,
dass die Positionen der Brunnen mit wichtigen Ecken oder Kanten des Pyramidenfundaments übereinstimmen, als ob sie als wichtige tragende oder stabilisierende Säulen dienen. Ihre hohe, zylindrische Form in Verbindung mit den breiten, kubischen Basen könnte das Gewicht des gesamten Aufbaus auf eine große Fläche verteilen. Diese Methode des unterirdischen Lastmanagements geht weit über die bei anderen ägyptischen Pyramiden bekannten Techniken zur Nivellierung des Felsens hinaus. Außerdem deutet das Vorhandensein einer offensichtlichen Spirale darauf hin, dass die Brunnen nicht einfach nur Gruben zur Gründung oder zum Ausgleich waren. Die Rampe könnte für den Abstieg mit Vorräten, zum Sammeln von Grundwasser oder für rituelle Handlungen benutzt worden sein. Frühe ägyptische Texte, die sich auf tiefe Pfade in der Unterwelt beziehen, könnten eine konzeptionelle Verbindung zu diesen Brunnen haben, wenn die Rampen zeremoniell genutzt wurden. Die Klarheit der Skandaten deutet jedoch darauf hin, dass sie auch eine funktionelle Rolle erfüllten, die eine kontrollierte Bewegung im Untergrund ermöglichte. Die Forscher sind überzeugt, dass es sich nicht um zufällige geologische Löcher oder kleinere Grabkammern handelt. Es handelt sich um strukturierte Arbeiten, die in die Gesamtkonstruktion des Pyramidenkomplexes integriert sind. Jenseits der Brunnen zeigen zusätzliche Scans Korridore, die sich horizontal in verschiedenen Tiefen verzweigen und vermutlich einige Brunnen mit anderen oder mit angrenzenden unterirdischen Elementen verbinden. Aufgrund der Verknüpfung der Untersuchungsergebnisse mit bekannten Oberflächenmerkmalen haben Experten die Hypothese aufgestellt, dass diese Substrukturen wahrscheinlich weit über den unmittelbaren Umfang der Pyramide hinausreichen. Tatsächlich zeigen sich beim Scannen der angrenzenden Gebiete übereinstimmende Muster, die zu den beiden anderen Hauptpyramiden von Gizeh führen. Obwohl die vollständige Kartierung noch nicht abgeschlossen ist, bestätigt die einheitliche Anordnung an verschiedenen Aussichtspunkten die Annahme, dass dem Plateau eine ausgedehnte unterirdische Umgebung zugrunde liegt. Die verborgenen Kammern unter den Pyramiden. Die Vorstellung von verborgenen Kammern in der Nähe oder unter den Pyramiden fasziniert die breite Öffentlichkeit schon seit langem. In den Reisebeschreibungen der Antike war oft von labyrinthischen Tunneln oder Geheimgängen die Rede. Und die arabischen Chronisten des Mittelalters berichteten manchmal von verborgenen Wissensspeichern, die im Gestein verborgen waren. Obwohl viele dieser Berichte keine genauen Details enthielten, prägten sie das populäre Bild von Gizeh als einem Ort, an dem die oberirdischen Monumente vielleicht nur die sichtbare Spitze eines größeren, verborgenen Reiches sind. Frühe Archäologen und Forscher des 19. und 20. Jahrhunderts entdeckten zwar kleine Tunnel und Grabschächte unter den Pyramiden, doch reichten diese Entdeckungen bei weitem nicht an die ausgedehnten Netze heran, die in den Legenden beschrieben werden. Die Vorstellung eines großen Labyrinths wurde häufig als Mythos abgetan, da kein schlüssiger Plan gefunden wurde. Die neu bestätigte Existenz von tiefen vertikalen Brunnen und großen unterirdischen Blöcken hat jedoch ein neues Interesse an der Frage geweckt, ob zusätzliche Gänge, Hallen oder Verbindungen existieren, die die historischen Berichte über riesige verborgene Räume erfüllen. Die Vorstellung von verborgenen Kammern ist keine unfassbare Folklore mehr, sondern kann nun auf handfeste Beweise gestützt werden. Die Brunnen selbst sind zwar an sich schon bedeutende Denkmäler, aber die Möglichkeit von Nebenräumen oder abzweigenden Gängen wird durch die Daten der Radartomographie gestützt, die dichte Verschiebungen in bestimmten seitlichen Richtungen zeigen. Diese Abzweigungen spiegeln die bekannte architektonische Praxis wider, Gänge aus Gründen der Bestattung oder der Versorgung in den Fels einzubetten. Es ist daher plausibel, dass einige der älteren Hinweise auf verborgene Gewölbe oder unterirdische Gänge reale Entsprechungen haben, die darauf warten, vollständig kartiert oder durch spezielle archäologische Methoden sorgfältig erschlossen zu werden. Die ägyptische Zivilisation, insbesondere während der Zeit des Pyramidenbaus, zeigte ein ausgeprägtes Interesse an der Bewahrung wichtiger spiritueller und physischer Elemente des Jenseits. Das Vorhandensein von versiegelten Gängen, tiefen Brunnen oder versteckten Kammern im Felsgestein könnte mit dem kulturellen Bestreben übereinstimmen, Gegenstände, die für die ewige Reise des Pharaos wichtig waren, einzuschließen und zu schützen. Während viele Theorien bisher nur spekulativ waren, können die Entdeckungen, die durch moderne Scans möglich geworden sind, diese Überlegungen mit konkreten Daten untermauern. Statt auf Gerüchte kann man auf tatsächliche, sorgfältig geformte unterirdische Formen verweisen, die zeigen, dass verborgene Kammern und Korridore zum Repertoire der Pyramidenbauer gehörten.
Ebenso bemerkenswert ist, dass Multiplattform-Scans darauf hindeuten, dass diese Substrukturen unter dem gesamten Gizeh-Plateau miteinander verbunden sind und die großen Pyramiden und Nebenkomplexe miteinander verbinden. Das Ergebnis ist ein umfassendes unterirdisches Netzwerk, das mit der Anordnung der Monumente an der Oberfläche übereinstimmt. Die Wissenschaftler betrachten die neuen Entdeckungen von Gizeh als eine Erweiterung des bestehenden Wissens darüber, wie intensiv die Ägypter unterirdisch arbeiteten, sogar in Bereichen, die bisher als fester Felsboden galten. Dies ist ein Wendepunkt, der das Konzept der versteckten Kammern von einer Randidee zu einem etablierten Merkmal des ausgeklügelten Designs des Plateaus macht. Unerwartete Tiefe. Eine der auffälligsten Bestätigungen, die sich aus den Dopplertomographie-Untersuchungen ergeben, ist die außergewöhnliche Tiefe bestimmter Strukturen. Bisher konzentrierte sich das archäologische Interesse auf flache, unterirdische Kammern oder Gänge, die vielleicht nur einige Dutzend Meter unter der Erde liegen. Die Erkenntnis, dass die vertikalen Brunnen bis in eine Tiefe von etwa 600 Metern reichten, definiert den architektonischen Fußabdruck des Plateaus völlig neu. Sie zeigt, dass die Ägypter, zumindest während der Blütezeit des Pyramidenbaus, die Fähigkeit nutzten, tief in der Erde zu arbeiten. Und zwar auf eine Art und Weise, die von früheren Forschungen nicht berücksichtigt wurde. Die Akribie, mit der diese tief liegenden Brunnen angelegt wurden, wirft Fragen nach den logistischen Rahmenbedingungen für ihre Ausgrabung auf. Die Kalksteinschichten in dieser Region können dicht und uneben sein, was einen methodischen Gesteinsabbau unter Bedingungen erfordert, die selbst nach modernen Maßstäben eine Herausforderung darstellen würden. Obwohl Historiker wussten, dass die Ägypter erfahrene Bergleute waren, die in Steinbrüchen Kupfer, Türkis und andere Ressourcen abbauten, erfordert das Graben eines Schachts, der Hunderte von Metern in die Tiefe führt, fortschrittliche Organisationsstrategien. Spezialisierte Teams könnten für die ordnungsgemäße Belüftung, die Stabilisierung der Schachtwände und die Beseitigung von Trümmern verantwortlich gewesen sein. Diese Details verdeutlichen die vielseitigen Fähigkeiten, die den Bauprozessen in Gizeh zugrunde lagen. Weitere Radardurchgänge zeigen, dass die Bohrlöcher beim Abstieg gleichbleibende Durchmesser oder Querschnittsformen aufweisen, was auf einen strengen Messstandard hindeutet. Würden sich die Bohrlöcher verengen oder ihre Form abrupt ändern, würde dies auf Anpassungen an die geologischen Bedingungen hindeuten. Das einheitliche Design, das durch die Tomographie aufgezeichnet wird, vermittelt jedoch den Eindruck einer systematischen Planung, als ob dieselben Methoden und Werkzeuge kontinuierlich von oben nach unten angewendet wurden. In einigen Fällen ist die Form nicht rein zylindrisch. In den Daten tauchen leichte innere Erhebungen oder Einbuchtungen auf, die möglicherweise als Ruhepodeste oder funktionale Vertiefungen dienen. Ihre bestätigte Tiefe verdeutlicht auch mögliche strukturelle Zwecke, Objekte oder strukturelle Verstärkungen, die 600 Meter unter der Pyramide verankert sind, könnten die darüber liegende Pyramide stark stabilisieren, indem sie ihr Fundament in den darunter liegenden Kalkstein hinein verbreitern. Einige Geologen haben beobachtet, dass tiefe Säulen oder brunnenähnliche Schächte seismische Schwingungen umleiten oder absorbieren und so als Stoßdämpfer dienen könnten. Es ist plausibel, dass die großen würfelförmigen Blöcke, die an den Brunnensohlen identifiziert wurden, ein strategisches Bauelement darstellen, das ein stabiles Fundament bildet, das das gesamte Monument mit dem Grundgestein verbindet. Diese Anordnung könnte erklären, wie die Pyramide Erdbeben und Sandverschiebungen über Tausende von Jahren ohne katastrophale Schäden überstanden hat. Die Wiederbelebung alter Legenden. Im Laufe der Geschichte haben bestimmte Texte und mündliche Überlieferungen von geheimen Hallen oder Lagerstätten gesprochen, die tief unter den Pyramiden von Gizeh liegen. In der modernen Literatur werden diese Vorstellungen manchmal mit den Hallen von Amenti in Verbindung gebracht, die in der esoterischen Literatur als verborgener Bereich beschrieben werden, der heilige Informationen oder spirituelle Energien beherbergt. Während solche Darstellungen in den verschiedenen Quellen stark variieren, ermutigt die greifbare Bestätigung umfangreicher unterirdischer und vertikaler Konstruktionen innerhalb des Plateaus zu einer direkteren Untersuchung, ob reale Kammern mit diesen uralten Berichten korrelieren. Die altägyptische Überlieferung enthält eine Fülle von Darstellungen der Unterwelt, von denen viele portalartige Eingänge und labyrinthische Strecken beschreiben. Vor der modernen Bildgebung betrachteten die Gelehrten diese Jenseitsvisionen in
der Regel als Metaphern für das Leben nach dem Tod und nicht als buchstäbliche Geografie. Jetzt, da die mehrere 100 Meter langen Brunnen und die dazugehörigen Korridore als faktische Bestandteile des Gizeh-Komplexes feststehen, kann man ältere Hinweise in einem neuen Licht interpretieren. Obwohl sich die Mainstream-Ägyptologie mit der Gleichsetzung der entdeckten Brunnen oder Blöcke mit einer bestimmten mythischen Halle zurückhält, weisen die Parallelen in der Tiefe, das Vorhandensein spiralförmiger Abhänge und das Potenzial für abgeschlossene Räume auf konzeptionelle Motive hin, die in bestimmten religiösen Texten zu finden sind. Das bedeutet nicht, dass jedes Detail in solchen Legenden direkt die tatsächlichen Substrukturen in Gizeh widerspiegelt. Viele mystische oder symbolische Schriften verwenden eine vielschichtige Sprache, um religiöse oder philosophische Ideen zu vermitteln. Doch das Wissen, dass Gizeh tatsächlich eine ausgedehnte Unterwelt aus steinernen Schächten und Gängen beherbergt, verändert die Diskussion. Anstatt Erwähnungen über verborgene Gewölbe völlig zu verwerfen, kann die aktuelle Forschung untersuchen, ob die tatsächliche Architektur die Erzählungen über tiefere Reiche teilweise beeinflusst haben könnte. Die neu bestätigten Entwürfe der Unterebenen könnten auch ein ägyptisches Weltbild widerspiegeln, in dem die physische Umgebung und der spirituelle Glaube nahtlos ineinander übergehen. Im alten religiösen Rahmen existierte die Unterwelt unter der Erde, und bestimmte Rituale in den Tempelheiligtümern spiegelten symbolisch diese konzeptionelle Reise wider. Wenn die unterirdischen Brunnen und Gänge der großen Pyramiden Teil von Begräbnis- oder Initiationsriten waren, könnten sie natürlich zu Geschichten über mächtige oder heilige Räume unter ihnen führen. Obwohl angesichts des Fehlens direkter Inschriften, die diese Brunnen mit der Unterwelt in Verbindung bringen, akademische Vorsicht geboten ist, sind Archäologen zunehmend offen für die Erforschung der religiösen Dimension dieser unterirdischen Erweiterungen. Bekannte unterirdische Gänge und Steinbrüche in Gizeh. Lange bevor moderne Technik die Geheimnisse unter Gizeh erhellte, hatten Archäologen bereits ein kurioses Netz verborgener Anlagen unter dem Plateau entdeckt. Diese engen Gänge, die sich durch das Gestein schlängeln, führten oft zu abgelegenen Kammern, ruhige Orte, die einst für Opfergaben oder Rituale zu Ehren längst vergangener Pharaonen genutzt wurden. Viele von ihnen liegen nur wenige Meter unter der Oberfläche und wurden mit einer Sorgfalt und Präzision gemeißelt, die auch heute noch beeindruckt. Rund um die Pyramiden befinden sich riesige Steinbrüche, in denen die Spuren antiker Arbeit zu sehen sind. Hier wurde der Stein für die monumentalen Bauwerke in großen Mengen abgebaut, wobei einige Gruben tief in den Boden einbrachen und Hohlräume hinterließen, die noch heute den Rhythmus der antiken Meißel widerspiegeln. Einige dieser Räume wurden später für Bestattungen oder als Lagerräume genutzt, was die lange Geschichte der Städte weiter verdeutlicht. Eines der symbolträchtigsten unterirdischen Merkmale sind die Bootsgruben, massive, in den Fels gehauene Vertiefungen, in denen einst zerlegte Holzschiffe lagen, diese Boote des Jenseits, die in der Nähe der Cheops-Pyramide gefunden wurden, sollten den König über die himmlischen Gewässer tragen und waren ein wichtiger Teil seiner Reise ins Jenseits. Während sich frühere Entdeckungen auf relativ oberflächliche Strukturen konzentrierten, haben die jüngsten Fortschritte das Spiel völlig verändert. Die Archäologen von heute kartieren riesige, mehrstufige unterirdische Systeme, die auf ein weitaus komplexeres technisches Know-how schließen lassen, als man sich früher vorstellen konnte. Mit Hilfe modernster Scanning-Methoden wie LIDAR und Tiefentomographie schälen die Forscher die Schichten von Gizeh ab und legen Schächte, Gänge und Kammern frei, die bisherigen Theorien widersprechen. Diese Hightech-Detektivarbeit baut auf jahrhundertelangen Untersuchungen auf, von Napoleons Gelehrten um 1800 bis hin zu modernen Ausgrabungen unter ägyptischer Leitung. Während Pioniere wie Petrie im 19. Jahrhundert die Winkel der Pyramiden mit bemerkenswerter Präzision gemessen haben, setzen die heutigen Teams Radar- und 3D-Bildgebung ein, um die Städte von den Spitzen der Pyramiden bis Hunderte von Metern unter ihnen digital nachzubilden. Jeder neue Scan offenbart mehr als nur Stein und Sand. Er verändert das, was wir über die altägyptische Innovation wissen. Und mit jeder Entdeckung kommen wir dem Verständnis dafür, wie diese ikonische Stätte nicht nur gebaut, sondern wirklich für die Ewigkeit konstruiert wurde. Einen Schritt näher. Wenn dir diese Reise in die verborgene Welt unter den Pyramiden gefallen hat, vergiss nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken.
damit du keine Folge verpasst. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bleibt neugierig und bis zur nächsten Folge.